Ihr lieben Steinböcke, ihr seid dran mit eurem Ausblick in den neuen Monat für das Kollektiv der Steinböcke. Wir gucken, welche Energien zur Verfügung stehen. Ja, es kann sein, dass ihr euch so ein bisschen gehindert fühlt, dass sich einige Blockaden zeigen. Vielleicht habt ihr auch gerade so ein bisschen wenig Energie, die Dinge umzusetzen, oder ihr müsst noch Dinge klären. Bei euch sieht man eins ganz bezeichnend. Hier könnte es sein, dass ein Neubeginn mit jemandem ansteht, der sich Arbeitskollege oder Freund nennt. Das mag hier jemand sein, den du vielleicht schon längere Zeit nicht gesehen hast. Moment, meine Kamera spinnt. Jetzt müsste es gehen. Und ja, der sich irgendwie wieder auf den Weg zu dir macht. Ne? Hier ist so ein Neubeginn in Freundschaften. Kann auch jemand sein, der dir sehr am Herzen liegt. Die Arbeit kann ein Thema sein. Ein Neubeginn in Arbeitsdingen. Eine Veränderung von irgendwelchen vertraglichen Sachen, die anstehen. An sich so ein bisschen ein Monat, wo ihr Dinge beendet, die ihr angefangen habt, und auch irgendwie neu beginnt bei Themen, die euch am Herzen liegen. Ich habe hier das Schicksalskreuz als erste Karte liegen und in der Spiegelung haben wir den Ring. Das heißt, es geht auch um alle Verbindlichkeiten, Beziehungen, schwierige Situationen, die ihr lösen möchtet. Für einen oder anderen sieht man hier auch ein Verliebtsein. Das kann in eine Person sein oder in eine Sache, die euch am Herzen liegt, ne, die ihr mit Liebe macht. Bei manch einem kann hier sein, dass aus Freundschaft Liebe wird. Ich sehe, dass ihr euch hier sehr viele Gedanken macht, wie ihr etwas umsetzen könnt, was ihr euch wünscht. Ich sehe, dass ihr euch Gedanken macht über Dinge, die noch nicht spruchreif sind. Und über neue Möglichkeiten, die ihr irgendwo im Leben einsetzen möchtet, die euch auf dem Arbeits- oder Liebesbereich dienen. Es ist so ein bisschen Hinterfragen hier gezeigt von Freundschaften, Beziehungen. Ihr habt viel erdige Energie dabei, also dieses Gehaltensein, gefestigt sein, sich auf gutem Grund bewegen. Und es ist auch so ein Monat für euch, kann für einige der Fall sein, wo sich viele Dinge auflösen, die nicht ausgesprochen wurden, die sich nicht gut anfühlen oder auch als falsch aufzeigen, also wo ihr einfach merkt, da oder da, das fühlt sich nicht mehr stimmig an, das zeigt sich relativ schnell und dann versucht ihr hier das Ganze nach euren Wünschen umzugestalten. Möglicherweise habt ihr hier wirklich so die angezogene Handbremse, der Weg ist noch nicht so ganz klar. Was aber auch gut ist, denn ihr habt dann wieder die Wahl, euch für irgendetwas zu entscheiden. Ne? Ein Monat, wo wir hier, das ist das Löwenmäulchen, so ein bisschen auch Reinigung haben, Aufräumarbeiten, Sachen, die man so mit umherschleppt, die man nicht mehr braucht, nennt es Entrümpeln. Das kann natürlich auch für Körper, Geist und Seele gemeint sein. Von den Elementen her haben wir hier das Luftelement mit dabei bei euch. Also alles, was mit dem Element Luft zu tun hat oder den Sternzeichen des Elementes Luft, könnte hier wichtig für euch werden. Hier können Dinge am Arbeitsbereich sich zeigen oder Dinge, an denen ihr als Mensch arbeitet, wo es sehr viel um Treue und Loyalität geht und Hinterfragen dieser Eigenschaften. Wo zeigt sich jemand vielleicht auch so ein bisschen geheimnisvoll oder
unauthentisch, würde ich mal sagen, undurchschaubar. Und ihr kommt oder habt hier die Möglichkeit, den Dingen auf den Grund zu kommen, ne? Ich habe hier auch so mit der Wunscherfüllungskarte, dass ihr euch vielleicht sehr klärt, welche Bereiche in eurem Leben Wachstum brauchen, wo ihr euch welchen Wunsch erfüllen möchtet. Das kann hier speziell auf dem verbindlichen Bereich sein, auf dem Arbeitsbereich oder auch alles, was Partnerschaft und Freundschaften angeht, ne? Dass das so eine Aufräumenergie hat, eine Energie, die, ja, wo man sich einfach wieder frisch verliebt oder wo man sich auf die Dinge gut fokussiert, die einem ganz doll am Herzen liegen. Und ja, wenn da ausgereinigt ist sozusagen, auch auf der energetischen Ebene, dann kann man wieder neue Energie auftanken. Gute Energie, ne? So, dann habe ich für euch den Falken gezogen von den Krafttieren. Der Falke bei dem geht es um die Schnelligkeit als Thema. Es geht auch um den Blick, wenn ihr überlegt, wo der Falke fliegt und was er alles überblicken kann. Das ist praktisch eine riesen Ära, die von oben von einem ganz anderen Blickwinkel aus gesichtet werden können. Also es geht um geschärfte Sinne sozusagen. Ein Blick, der dir eben auch jenseits der Angelegenheiten ermöglicht wird oder jenseits auch von Raum und Zeit. Hier aus kommt irgendwo Wende her, ne? Anfang und Ende bei irgendwelchen Themen. Und es geht auch sehr um dich selbst, ne? Um deinen eigenen Sieg, um die Sonne in deinem Leben, um das Schicksal, das für dich vorher bestimmt ist oder das dir jetzt in die Quere kommt und dir einen guten Überblick auch gibt über deine eigene Lage und da abzugeben, was dich auch nicht weiterträgt oder dich eher erschwert. Es geht ja hier sehr stark auch ums Aufklären, ne? um sich den Dingen bewusst zu werden. Aufklären, aufräumen, reinigen, um dann mit einem gestärkten und auch mit einem klaren Blick nach vorne wieder weiterzuziehen. Auch ums genaue Hingucken irgendwie, ne? Deshalb haben wir hier so dieses Buch, wo zeigt sich etwas, das so undurchsichtig wirkt, kommst du diesem Geheimnis auf die Spur und am Ende sehe ich dich hier auch sehr viel Konflikt beenden, den du mit dir selbst hast oder mit anderen vielleicht auch. Oder auch einen Konflikt, wo du sagst, okay, damit bin ich jetzt im Reinen. Ich habe hier einen anderen Blick darüber. Ich habe so eine Wende im Denken. Ja, hier auch nochmal die Aufforderung, dass du abgibst, was dich quält oder was dir nicht gut tut. Und du wirst ja angeleitet, auch das Richtige zur richtigen Zeit zu tun. Also so wie der Falke dann zuschnappt, wenn er seine Beute sieht. So zielgerichtet, ne? Gut, ihr lieben Steinböcke, das war euer Mini-Blick in den November für das Kollektiv der Steinböcke. Ich drücke euch bis bald.